In der Welt des Geldes gibt es eine Zahl, die in Stein gemeißelt ist: 21 Millionen. Das ist die absolute Obergrenze für die Anzahl an Bitcoin, die jemals existieren werden. Aber warum ausgerechnet 21 Millionen? Und woher kommen eigentlich die Bitcoin, die schon im Umlauf sind? Während Zentralbanken nach Belieben Geld drucken und damit unsere Ersparnisse entwerten können, hat der mysteriöse Erfinder von Bitcoin eine Währung mit einem festen, unumstößlichen Regelwerk geschaffen. In den nächsten Minuten wirst du nicht nur verstehen, wie Bitcoin durch den Prozess namens Mining entstehen, sondern auch, welches simple, aber geniale mathematisches Prinzip Bitcoin zu einem der knappsten Güter der Welt macht. Bleib dran, denn dieses Wissen ist der Schlüssel, warum Bitcoin wirklich zu begreifen. Um zu verstehen, warum Bitcoin überhaupt erfunden wurde, müssen wir kurz ins Jahr 2008 zurückspulen. Die Welt steckte mitten in einer heftigen Finanzkrise. Banken, denen Millionen Menschen ihr Geld anvertraut hatten, gingen pleite. Das Vertrauen in unser gesamtes Finanzsystem lag in Trümmern. Viele stellten sich die Frage: Wie kann ein System, das auf Vertrauen basiert, aufgebaut ist, so zerbrechlich sein? Und wieso reagieren Zentralbanken auf eine Krise, indem sie einfach noch mehr Geld drucken, was den Wert unseres Geldes und unserer Ersparnisse langsam aber sicher auffrisst? Genau in diesem Klima der Unsicherheit erschien eine anonyme Person oder auch Gruppe unter dem Namen Satoshi Nakamoto auf der Bildfläche. Am 31. Oktober 2008 veröffentlichte Nakamoto ein 9-seitiges Dokument, ein sogenanntes White Paper mit dem Titel Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System. Die Idee darin war revolutionär: Ein digitales Geldsystem, das ganz ohne Banken, Regierungen oder auch andere zentrale Kontrollinstanzen funktioniert. Ein System, in dem Menschen Werte direkt miteinander austauschen können. So einfach wie eine E-Mail. Aber wie schafft man Vertrauen in einem System, in dem es niemanden gibt, dem man vertrauen muss oder soll? Satoshis Antwort war eine geniale Mischung aus Mathematik und Informatik. Ein globales, öffentliches Kassenbuch, das jeder einsehen, aber niemand fälschen kann. Stell dir ein digitales Kassenbuch vor. Jede einzelne Transaktion, die jemals mit Bitcoin getätigt wird darin für immer festgehalten. Wer hat wie viel an wen geschickt? Der Clou an der Sache ist: Dieses Kassenbuch liegt nicht auf einem Server einer einzigen Bank. Stattdessen gibt es tausende identische Kopien, die auf Computern rund um den ganzen Globus verteilt sind. Diese Computer, auch Nodes genannt, bilden zusammen ein riesiges, dezentrales Netzwerk. Dieses Kassenbuch nennen wir heute die Blockchain. Der Name ist Programm. Das Buch besteht aus einer Kette von Blöcken. Man kann sich jeden Block wie eine neue Seite im Kassenbuch vorstellen, auf der eine Liste frischer Transaktionen steht. Etwa alle 10 Minuten wird eine neue Seite, ein neuer Block hinzugefügt. Und jetzt kommt der entscheidende Sicherheitsmechanismus. Jeder neue Block ist durch ein kryptografisches Siegel untrennbar mit den vorherigen verbunden. Das ist so, als würde jede Seite eine einzigartige Seriennummer tragen, die aus dem gesamten Inhalt der vorigen Seiten besteht. Würde jetzt jemand versuchen, auch nur ein Komma auf einer alten Transaktion zu ändern, würde sich die Seriennummer der neuen Seite ändern. Dadurch würde die Kette der nächsten Seite reißen und ab diesem Punkt sofort ungültig. Um eine neue Transaktion zu fälschen, müsste ein Angreifer also nicht nur einen Block neu berechnen, sondern alle Blöcke danach. Und das schneller als das gesamte ehrliche Netzwerk, das ständig neue Blöcke findet. Und das ist praktisch unmöglich. Diese Verkettung macht die Bitcoin-Historie unveränderbar und extrem sicher. Das bringt uns zu der Frage:
Wenn es keine Zentralbank gibt, die Geld druckt, wie kommen denn neue Bitcoin in die Welt? Die Antwort liegt in einem Prozess, den man genialerweise Mining, also Schürfen, getauft hat, genau wie beim Goldschürfen. Die Computer im Netzwerk, die wir als Nodes kennengelernt haben, sichern nicht nur das Kassenbuch. Einige von ihnen, die Miner, nehmen an einer Art globalen Wettbewerb teil. Und ihre Aufgabe? Neue Transaktionen einsammeln, prüfen und in einen neuen Block bündeln, der Kette angehängt werden sollte. Aber nur derjenige, der als erster ein extrem schwieriges mathematisches Rätsel löst, darf seinen Block an die Blockchain anhängen. Dieses Rätsel ist so gestaltet, dass man es nicht durch schlaues Nachdenken lösen kann, sondern nur durch schiere Rechenleistung, also durch millionenfaches Ausprobieren pro Sekunde. Das erfordert eine gewaltige Menge an Energie. Man nennt diesen Prozess Proof of Work, der Beweis, dass Arbeit geleistet wurde. Der erste Miner, der die Lösung findet, schickt sie an das gesamte Netzwerk. Die anderen können sofort und mühelos überprüfen, ob die Lösung stimmt. Ist das der Fall, wird der neue Block offiziell und der Wettlauf um den nächsten Block beginnt von vorn. Und warum der ganze Aufwand? Weil es sich für die Miner lohnt. Für diese unglaublich wichtige Arbeit, das Netzwerk zu sichern und Transaktionen abzuwickeln, erhält der erfolgreiche Miner eine Belohnung. Diese Belohnung besteht aus 2 Teilen: den Transaktionsgebühren der Nutzer und, das ist der entscheidende Punkt, brandneuen, frisch geschaffenen Bitcoin. Das ist der einzige Weg, wie neue Bitcoin entstehen. Sie werden nicht einfach so erschaffen, sondern als Bezahlung für geleistete Arbeit zur Sicherung des Systems verdient. So, jetzt kommen wir zum Kern des Ganzen. Wenn alle 10 Minuten neue Bitcoin entstehen, warum haben wir denn keine unendliche Inflation wie bei unserem normalen Geld? Die Antwort ist vielleicht das cleverste Detail im Design von Bitcoin, das sogenannte Halving. Satoshi Nakamoto hat eine feste Regel in den Code von Bitcoin einprogrammiert, die niemand ändern kann. Sie besagt, dass sich die Belohnung für das Finden eines Blocks, also die Menge an neuen Bitcoin, alle 210.000 Blöcke halbiert. Weil im Schnitt alle 10 Minuten ein Block entsteht, passiert das ungefähr alle 4 Jahre. Schauen wir uns also das mal in der Geschichte von Bitcoin an. Als Bitcoin 2009 startete, gab es für jeden Block 50 Bitcoin Belohnung. 2012 fand das erste Halving statt. Die Belohnung wurde auf 25 Bitcoin halbiert. 2016 kam das zweite Halving und die Belohnung sank auf 12,5 Bitcoin. Beim dritten Halving 2020 waren es nur noch 6,25 Bitcoin. Und nach dem letzten Halving im April 2024 bekommen die Miner aktuell nur noch 3,125 Bitcoin pro Block. Du kannst dir das vorstellen wie ein Wassertropfen, der in ein Glas fällt. Alle 4 Jahre wird der Tropfen exakt halbiert. Am Anfang füllt sich das Glas noch recht schnell, aber mit jedem Halving wird der Zuwachs immer kleiner. Die Tropfen werden winzig, hören aber nie ganz auf zu fallen. Das Glas wird sich dem Rand immer weiter annähern, aber rein mathematisch nie ganz erreichen. Und genau das passiert mit der Gesamtmenge von Bitcoin. Durch die stetige Halbierung der neu ausgegebenen Coins nähert sich die Gesamtzahl der Marke von 21 Millionen an. Es ist also keine willkürlich gewählte Zahl, sondern das unausweichliche mathematische Ergebnis dieser festen Ausgabe. Das Ganze wird so lange weitergehen, bis um das Jahr 2140 die Belohnung so winzig ist, dass sie praktisch keinen neuen Bitcoin mehr dazukommen. Ab dann werden die Miner nur noch von den Transaktionsgebühren bezahlt. Und warum ist diese absolute, mathematisch garantierte Knappheit so wichtig? Weil sie Bitcoin von Grund auf von jeder traditionellen Währung unterscheidet, die wir so kennen. Der Euro, der Dollar, jede staatliche Währung kann theoretisch unbegrenzt gedruckt werden.
Das führt unweigerlich zur Inflation, also dazu, dass unser Geld mit der Zeit an Kaufkraft verliert. Unsere Ersparnisse werden leise entwertet. Bitcoin dreht dieses Prinzip um. Es ist das erste Geld in der Geschichte der Menschheit mit einer absolut vorhersehbaren und endlichen Geldmenge. Deshalb wird Bitcoin oft auch als digitales Gold bezeichnet. Gold ist wertvoll, weil es selten ist, weil man es mühsam aus der Erde holen muss und weil niemand einfach mehr davon herstellen kann. Bitcoin hat all diese Eigenschaften in digitaler Form, aber auf die Spitze getrieben. Seine Knappheit hängt nicht von der Geologie ab, sondern ist durch einen unveränderbaren Computercode garantiert. Jetzt könntest du fragen, sind 21 Millionen nicht viel zu wenig für die gesamte Welt? Nein, jeder einzelne Bitcoin lässt sich in 100 Millionen kleinere Einheiten aufteilen. Die kleinste Einheit heißt zu Ehren des Erfinders Satoshi. Es gibt also 2,1 Billiarden Satoshis, mehr als genug für jede nur erdenkliche Transaktion auf der Welt. Fassen wir also die 3 wichtigsten Punkte noch einmal kurz zusammen. Bitcoin ist ein dezentrales Netzwerk, ein globales Kassenbuch, das niemand kontrolliert und dessen Regeln fest im Code verankert sind. Neue Bitcoin entstehen durch einen energieintensiven Prozess namens Mining, als Belohnung für die Sicherung dieses Netzwerks. Die Gesamtmenge ist durch das Halving, die alle 4 Jahre stattfindende Halbierung der Belohnung, für immer auf 21 Millionen begrenzt. Diese eingebaute absolute Knappheit ist der Grund, warum so viele Menschen im Bitcoin nicht nur ein Zahlungsmittel, sondern vor allem einen Wertspeicher sehen. Eine Art, ihr Vermögen vor der schleichenden Inflation zu schützen. Es ist ein System, das auf Mathematik statt auf Vertrauen in Institutionen setzt. Wenn du jetzt besser verstehst, was Bitcoin so einzigartig macht und mehr darüber erfahren willst, wie du dich sicher kaufst oder aufbewahrst, dann abonniere doch gern diesen Kanal. Und jetzt zu dir. Was war für dich der größte Aha-Moment bei dieser Erklärung? Schreib mir das gerne in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt auf deine Gedanken. Und damit vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal auf diesem Kanal.